Hallo! Ich erinnere mich noch lebhaft an die Zeiten, als ich genauso wie ihr hier stand und mich gefragt habe, wie zum Teufel bekomme ich das richtige Licht hin? Glaubt mir, ich habe auch einen fairen Anteil an verschwommenen und überbelichteten oder unterbelichteten Fotos hinter mir. Aber wisst ihr was? Heute stehe ich hier vor euch, um euer Lichtführer zu sein. Hört sich komisch an. Naja, um euer Guide zu sein. Ich habe gelernt, ich habe experimentiert, ich habe geflucht und ich habe gelacht. Etliche Male. Und jetzt stehe ich hier, bereit, um euch alle Geheimnisse zu enthüllen, die ich auf meinem Weg zur Lichtmeisterschaft erlangt habe. Also lehnt euch zurück, entspannt euch und lasst mich euch zeigen, wie ihr das Licht beherrschen könnt, um atemberaubende Porträts zu erschaffen. Wir werden heute das Licht setzen anhand der Position einer Uhr. Das Modell und der Fotograf bleiben dabei immer konstant, das Modell in der Mitte, ich quasi auf 6 Uhr und das Licht ist das Einzige, was wandert. Als erstes haben wir das Frontallicht. Das ist, wenn das Licht direkt auf das Modell gerichtet ist, quasi auch von 6 Uhr wie bei mir kommt. Es ist ein sehr einfaches, aber effektives Licht. Genauso wie der Cheeseburger beim Fastfood. Vorteil dieses Lichts ist, dass das Ergebnis sehr gefällig ist. Das kann man sehr gut verwenden, um Beauty-Porträts zu machen, um Porträts von Menschen zu machen, die nicht so gute Haut haben. Es ist sehr einfach und schmeichelhaft für die Haut. Nachteil ist, dass es nicht ganz so spannend ist. Ich blende euch hier ein paar Ergebnisse ein, die alle mit dem frontalen Licht entstanden sind. Wie ihr sehen könnt, habe ich Verrechte zur Hilfe geholt, um euch die verschiedenen Lichtsetups zu demonstrieren. Frontallicht ist leider untergegangen, deswegen fangen wir erst jetzt an. Die Rembrandt-Position. Jetzt bewegen wir uns zur Rembrandt-Position. Sie liegt zwischen 7 und 8 Uhr. Benannt wurde sie nach dem berühmten Maler Rembrandt. Das ist der Meister des Licht und Schattens. Mit diesem Licht erzeugen wir Drama und Tiefe, genauso wie in einem guten Krimi. Dieses Licht ist eigentlich ein sehr schönes Licht, es entspricht der natürlichen Situation und damit könnt ihr eigentlich nie falsch liegen. Wenn ihr nicht wisst, womit ihr anfangen sollt, würde ich euch immer dieses Lichtsetup empfehlen. Wie ihr auch sehen könnt, kann man auch das Gesicht vom Modell zum Licht hinwenden, dann hat man nochmal andere Ergebnisse. Warum heißt das denn Rembrandt? Rembrandt heißt es, weil wir auf der entgegengesetzten Richtung ein Lichtdreieck haben. Genauso wie hier bei dem Bild eingeblendet, das ich mit Carla gemacht habe. Ich habe das mit hartem Licht fotografiert, deswegen könnt ihr auch das Dreieck sehr gut erkennen. Ihr habt eine schöne Balance zwischen Schatten und Licht. Ihr könnt auch immer nochmal einen zusätzlichen Reflektor verwenden, wenn ihr das Licht aufhellen wollt oder ein zweites Licht zum Aufhellen von hinten. Weiter geht's zum nächsten Lichtsetup und das nennt man das Split Lighting. Das Split Lighting ist, wenn das Licht genau zur Seite auf 9 Uhr positioniert ist. Das Licht kommt von der Seite, um das Gesicht in 2 Hälften zu teilen. Dieses Lichtsetup ist perfekt für die mysteriösen "Ich bin bereit für meinen Nahauftritt"-Momente. Ich setze es sehr gerne ein, um Männer zu fotografieren, wenn ich ein bisschen Dramatik haben möchte. Ihr könnt es aber auch natürlich für Frauen verwenden. Wenn ihr es nicht ganz so extrem haben wollt, könnt ihr auch auf der anderen Seite zum Beispiel einen Reflektor positionieren oder eine große Softbox zusätzlich als Fülllicht von vorne verwenden. So, jetzt ist es Zeit für die 10 Uhr Blitzposition. Dieses Setup ist einer meiner liebsten Setups, muss ich gestehen. Das Licht kommt von schräg hinten und erzeugt einen subtilen Schatten einer Seite des Gesichts. Dieses Setup ist so wie die geheime Zutat. Es macht alles ein bisschen leckerer. Wie ihr hier bei den verschiedenen Bildern sehen könnt, ist das ein Setup, was sehr stimmungsvolle Bilder erzeugen kann. Und jetzt kommen wir zur letzten Position. Wir lassen das Licht hinter das Modell wandern. Und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir das einfach so lassen und das Modell davor stellen, dann haben wir ein Silhouetten-Shooting. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Bild. Es ist unbearbeitet. Das Modell ist dunkel, der Hintergrund ist hell. Aber daraus können wir jetzt richtig gute Sachen machen. Ihr könnt entweder ein Licht noch zusätzlich von vorne verwenden, um das Modell aufzuhellen. Oder, was richtig cool ist, was ich euch hier zeige, wie ihr sehen könnt, habe ich einfach so eine schwarze Styroporpappe benutzt, habe die mit schwarzer Pappe beklebt und dann vor die Softbox, beziehungsweise das ist ein Reflexschirm, aufgesteckt, dass es in der Mitte so ist, dass das Modell genau da rein positioniert ist. Was erfolgt dadurch? Wir haben einen Bereich im Schatten und das Licht wandert drumherum und es wird zu einem Rimlight. Was macht dieses Rimlight? Es schafft einen magischen Glanz um die Konturen des Modells und lässt sie wie eine Gottheit erscheinen. Ja, jetzt machen wir Mythologie, liebe Leute.
Und nun kommen wir zum versprochenen Bonustipp. Und der Bonustipp ist das Overhead Lighting. Das heißt, das Licht kommt von oben. Ich habe es leider nicht mit der Ferreste jetzt fotografiert, aber hier könnt ihr sehen, wie sowas aussieht. Und das ist ein sehr cooles Licht, wie ich finde. Zusätzlich schafft es wunderschöne Schatten hier unter den Knochen. Achtet darauf, dass ihr einen Reflektor, wenn nötig, von unten dazu verwendet, damit die Schatten unter den Augen aufgehellt werden. Bei Männern könnt ihr damit wundervolle, dramatische Porträts erschaffen, so wie dieses hier. Bevor wir am Ende sind, möchte ich euch hier oben das Video sehr ans Herz legen. Ihr habt jetzt gelernt, wie ihr das Licht setzt. Das ist super. Aber wie könnt ihr es nutzen, um kreative Porträts zu erschaffen? Das könnt ihr in den oben verlinkten Videos sehen. So, meine lieben Freunde, und das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, über das Licht zu schwadronieren. Und wer hätte gedacht, dass mir eine einfache Uhr dabei helfen würde, den Dreh rauszukriegen? Das Leben steckt voller Überraschungen, nicht wahr? Bevor wir gehen, möchte ich euch noch etwas sagen. Egal, ob ihr gerade erst anfängt oder schon eine Weile dabei seid. Jeder hat mal mit den Lichtern zu kämpfen. Ich genauso wie ihr. Aber wisst ihr was? Das ist vollkommen in Ordnung. Denn jeder Fehler, den ihr macht, ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zu eurer eigenen Lichtmeisterschaft. Also seid mutig, seid kreativ und vor allem seid geduldig mit euch selbst.